Hallo, liebe Zuschauer! Zum Jahreswechsel des chinesischen Kalenders mache ich ein Sonderthema, und zwar die Tigerkultur und die mit Tiger gebildeten Wörter und Idiome im Chinesischen. In der Steinzeit, als die menschlichen Vorfahren sich vor der Natur schwach und bedroht fühlten, verehrten sie oft ein sehr starkes Waldtier oder Fabelwesen. Der Tierkult wurde das Totem eines Volksstamms. In der Zeit der Agrarzivilisation entwickelte sich das Totem zu einem wichtigen kulturellen Element oder einem religiösen Glauben. Im alten Ägypten beispielsweise, wo Löwen in Masse lebten, wurden Löwen vergöttert. In vielen Ländern Asiens hingegen, wo Tiger das stärkste Landtier waren, herrschte die Tigerkultur. In der chinesischen, indischen, koreanischen und manchen anderen asiatischen Kulturen kann man ausnahmslos tigerkulturelle Elemente finden. Als das stärkste Tier wird der Tiger in Asien als der König der Tiere angesehen. Für das Volk aus dem Kulturkreis der chinesischen Schrift trägt ein Tiger eine angebrochene Königskrone, denn das Muster auf der Stirn des Tigers ähnelt dem Schriftzeichen Wang, das König bedeutet. Wir wissen nicht, ob das Tiger-Stirnmuster die chinesischen Vorfahren inspiriert hat, die Zeichenglyphe für König so festzulegen. Wenn ein chinesisches Kind einen Tiger malt, kann man normalerweise im Bild ein Wangzeichen auf der Stirn finden. Vor dem König der Tiere hat man sowohl großen Respekt als auch großen Angst. Es ist vergleichbar mit dem widersprüchlichen Gefühl des Volkes für seinen Herrscher oder eines Arbeitnehmers für seinen autoritären Boss. In der chinesischen Kultur kann Tiger eine starke, erfolgreiche, machtvolle und talentierte Person symbolisieren, die der sozialen Oberschicht angehört und von anderen geehrt wird. Dem entgegen ist die Mehrheit der Menschen wie die sonstigen kleinen Tiere, die sich oft unterdrückt, erschrocken, bedroht und gestresst fühlen. Nach einem chinesischen Idiom heißt es Ban Jun Ru Ban Hu. Den Kaiser zu begleiten ist wie einen Tiger zu begleiten. Es bedeutet, dass eine große Person deren Macht sich nicht einschränken lässt, die aber manchmal launenhaft ist, aus einem kleinen Ärger das Leben von seinem Begleiter ruinieren kann. Tiger mit seinen auffälligen Vor- und Nachteilen hat in der chinesischen Kultur eine zweiseitige Bedeutung und große Beliebtheit. Diese Beliebtheit existiert in der chinesischen Kultur in fast allen Bereichen, beispielsweise Volkssitten der Sprache, Literatur, Astrologie und Kunst etc. Die beliebte Tigerkultur ist Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen. Sie haben vielleicht manche Kleinkinder mit Tigerkopfhut und Tigerkopfschuhen gesehen. Der Tiger wird als Schutzengel für Kleinkinder angesehen. Die Eltern hoffen, dass ihr Kind durch das Kostüm vor Krankheiten geschützt bleiben und gesund aufwachsen kann. Haben Sie das Kinderlied Zwei Tiger bzw. die chinesische Version der von Bruder Jakob gehört und können sogar mitsingen? Der Liedtext und die schöne Melodie machen das französischstämmige Lied zu einem der beliebtesten Kinderlieder im chinesischen Kulturkreis.
wo jeder mitsingen kann. Die mit Tiger gebildeten Wörter und Idiome sind zahlreich. Ich kann an dieser Stelle nur einen kleinen Teil nennen, die anhand der positiven und negativen Bedeutung von Tiger angeordnet werden sollen. Tiger vermitteln uns viele positive Eindrücke, zum Beispiel stark, tapfer, lebhaft und machtvoll. Ist jemand oder etwas nur scheinbar stark, aber in Wahrheit schwach, ist er oder es 纸老虎, Papiertiger. Das aus Chinesischen stammende Wort ist auch ins Englische und weitergehend auch ins Deutsche entlehnt worden. Wenn jemand sehr fit und lebhaft ist, kann er mit dem Idiom 生龙活虎 wie ein lebendiger Drache und lebendiger Tiger beschrieben werden. Falls Tiger fliegen könnten, würde ihre Stärke noch vervielfacht. Aus dieser Vorstellung stammt das Idiom 如虎添翼, ein Tiger, der zusätzlich gewachsene Flügel hat. Es meint jemanden oder ein Team, der das neue starke Kräfte bekommt. Tiger steht oft als Metapher für einen Talentierten, besonders jemanden, der militärisch talentiert ist und tapfer kämpfen kann. Man nennt einen hervorragenden General Hujiang, Tigergeneral. Im Roman Die drei Königreiche werden die besten Generäle vom Shu-Han-Königreich zusammen als die 5 Tigergeneräle bezeichnet. Man hofft oft, dass ein Talentierter auch talentierte Nachkommen haben kann, um die familiäre Karriere fortzusetzen. Ein Sohn, der dieser Erwartung entspricht, heißt Huzi, Tigersohn. Im Gegenteil dazu steht Quanzi, Hundesohn. Wenn man den exzellenten Sohn von jemandem lobt, kann man sagen, 虎父无犬子. Ein Tigervater hat keinen Hundesohn. In Wahrheit passiert es aber nicht oft, dass Vater und Sohn beide in denselben Bereich exzellent sind. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Kind wird oft gerührt, auch wenn das Kind eigentlich für manch andere Bereiche begabt ist. In der traditionellen chinesischen Kultur musste man in vielen Situationen vor anderen ein bescheidenes Wort zur Bezeichnung des eigenen Sohns nehmen, beziehungsweise 犬子, mein Hundesohn. Ich persönlich finde es nicht gut. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, als meine Eltern mich bei den anderen klein gemacht haben, um ihre Bescheidenheit zu zeigen. Das kann das Selbstvertrauen verletzen. Auch heute müssen viele Eltern lernen, die Begabung ihrer Kinder zu erkennen und zu respektieren und stolz auf sie zu sein, wie sie sind. Die Panik vor starken Tieren ist von der Urzeit bis heute überall existent und wahrscheinlich in unsere Gene angeschrieben. Für die Vorfahren in Asien war der Tiger das schrecklichste Tier auf dem Land. Tiger wurde deswegen in vielen asiatischen Sprachen wie im Chinesischen Metapher für etwas Furchtbares, Gefährliches, für Boshaftes und für Preiserei. Durch meine Chengyu-Geschichten haben Sie schon die 2 Idiome 三人成虎, 3 Laute machen einen Tiger und 狐假虎威, im Namen des Tigers unterdrückt der Fuchs der anderen kennengelernt.
Zur Beschreibung einer sehr gefährlichen Tat kann das Idiom 虎口拔牙, Zähne aus dem Tigermund ziehen, gebraucht werden. Die hochkonzentrierte Aufmerksamkeit auf Chancen, um ein Eigeninteresse zu erlangen, wird im Chinesischen mit dem Blick des Tigers auf seine Jagdbeute verglichen. Also 虎视眈眈, der Tiger starrt an. Beim abwertenden Sprachgebrauch wird Tiger oft zusammen mit Wolf zu einem Idiom gebildet. Wenn jemand nach tagelangem Hunger Nahrung bekommt, kann er so gierig und schnell schlingen wie das Idiom 狼吞虎咽, wie ein Wolf schlingt und ein Tiger frisst, beschreibt. Als der größte Fleischfresser des Landes muss ein Tiger zum Überleben mehr Tiere jagen und fressen. Diese Brutalität ist von der Natur bedingt. In der menschlichen Gesellschaft könnte aber etwas Schrecklicheres als ein Tiger vorkommen. In Li Ji wurde beispielsweise eine kleine Geschichte von Konfuzius datiert. Einmal begegneten Konfuzius und seine Schüler in einem öden bergischen Gebiet einer Frau, die beim Graben weinte. Konfuzius fragte sie, warum. Sie antwortete, meine Familie ist in den Wald umgezogen, um sich von den Tyranneien der Regierung zu befreien. Aber meine Familie außer mir wurde alle vom Tiger gebissen und starb daran. Konfuzius sauste, 苛政猛于虎. Die Tyranneien sind schrecklicher als der Tiger. Das Wort wurde oft zitiert als Kritik an die Gewaltherrschaft. Hohe Steuern, gewaltige physische und psychische Quälereien und hohe Aufbehalte für Krieger können im Volk für mehr Schaden verursachen als alle Waldtiere. Der Erfolg von einem Talent ist stark von der zeitlichen und gesellschaftlichen Lage abhängig. Wenn eine vorher erfolgreiche Person Macht, Reichtum oder seine Kompetenz verliert, kann sie noch elender sein als die anderen. Es ist vergleichbar damit, dass ein Tiger vor allem im bergischen Wald seine Stärke zur Geltung bringt. Falls er in einen Wohnort der Menschen gerät, kann er sehr schwach und hilflos sein. Erinnern Sie sich an die Tiger im Zoo? Sie können sie sich vermutlich eher als großen Katzen vorstellen als den König der Tiere. Im Chinesischen nennt man es 虎落平阳被犬欺. Wenn ein Tiger in Flachland gerät, kann er sogar von Hunden gemobbt werden. Die Tiger leben weit distanziert von uns, aber die mit ihnen eng verwandten Katze ist das häufigste und beliebteste Haustier. Es passiert sehr oft, dass man sich einen Tiger nach dem Aussehen und Verhalten einer Katze vorstellt. Wenn wir einen unbekannten und komplizierten Gegenstand kennenlernen möchten, wird oft eine ähnliche und bekannte Sache als Vorlage genommen. Es macht zwar das Erkennen einfacher, aber ohne richtiges Verständnis kann man sich leicht vertun. Im Chinesischen nennen wir das Phänomen 照猫画虎, anhand einer Katze den Tiger malen. Tiger sind tapfer, stark, lebhaft und gut darin, ihr Gebiet zu beherrschen und neue Gebiete zu erobern. Sie sind vergleichbar mit jemandem, der sehr talentiert in seinem Berufsgebiet ist und ein kraftvoller Leiter eines Teams ist. Dies sind die positiven Tigercharaktere. Doch alles auf der Welt hat zwei Seiten. In der hohen Position wie die des Tigers
kann er manchmal ein einsamer Einzelgänger und Narzisst werden. Er kann schwer gute Freunde finden, die ihn gut verstehen und hilfreiche Vorschläge geben können. Seine exzellente Fähigkeit, die große Macht und die hohe gesellschaftliche Position können ihn immer arroganter machen. Er tendiert dazu, die Vorschläge von anderen abzulehnen und seinen eigenen Weg durchzuhalten, auch wenn der Weg sich manchmal als falsch erweist. Als Tier an der Spitze der Nahrungskette wird das Leben der Tiger ziemlich von der Umweltzerstörung bedroht. Ab dem 19. Jahrhundert ist die Distribution und die Anzahl der Waldtiger über 90% gesunken. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ca. 100.000 Waldtiger, aber mittlerweile leben nur 1.500 bis 4.500 weltweit in einigen bergischen Gebieten Asiens. Wenn der Schutz der Waldtiger nicht ernst genommen wird, könnten wir in wenigen Jahrzehnten nicht mal mehr einen lebendigen Waldtiger sehen. Und die Tigerkultur könnte zu reinem Mythos werden, wie die der Taren. Ich hoffe, dass Sie im Jahr des Tigers vor Krankheiten und Lebensschwierigkeiten so tapfer wie ein Tiger sein können und so gesund wie ein lebendiger Tare und ein lebendiger Tiger bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein frohes chinesisches Neujahr.